Essen ist längst nicht mehr nur ein Grundbedürfnis. Es ist Teil geworden von der Art, wie wir uns ausdrücken und persönlich definieren. Über dem Ganzen liegt ein Megatrend: Digitalisierung. Und die verändert nicht nur unser Essverhalten, sondern die gesamte Foodbranche. Wir geben Einblick in eine Welt, die sich so schnell verändert, dass sie mehr Fragen aufwirft als Antworten gibt. Bevor wir essen, ein Foto machen. Wieso hat sich das so etabliert und wie verändert es unser Essverhalten? Ein Besuch bei einer Foodbloggerin, einem Sternekoch und einem Medienwissenschaftler geben Antworten. Dann nehme ich schöne Farben noch, so ein bisschen Pastell. Das ist besser. Ich mache kein Handyfotos, einfach husch, husch. Ich habe schon in meinem Instagram-Feed so ein Farbkonzept. Es gibt ja solche, die posten kunterbunt, einfach gerade nach Lust und Laune. Und ich tue mir schon auch überlegen, was passt rein. Und habe dann auch meine Reposts von Leuten, die mich inspirieren. Und sagen, hey, die haben auch wieder mal etwas Schönes gemacht. Ich schaue halt, dass, wenn ich ein Rezept kreiere, dass es halt so die Makronährstoffe drin hat, dass es auch ein Mehrwert ist für den, der es konsumiert. Ja. Essen ist wichtig für unsere eigene Situierung in der Welt und für unsere Vorstellungen, wer wir sind. Die Selbstauszeichnung oder der gesellschaftliche Druck, selber als Subjekt in Erscheinung zu treten, hat in den letzten Jahrzehnten sehr stark zugenommen. Und für die Form von Selbstauszeichnung und Selbstnarrativierung, also sozusagen immer eine Geschichte über sich selber erzählen, ist natürlich Food etwas, was dazugehört. Finde ich immer gut, noch mit ein bisschen Limette. Vom Geschmack her, es wird einfach besser. Wir haben natürlich auch Fails, gell? Es gibt Sachen, die sehen schrecklich aus. Die sind so fein und du kannst es aber nicht fotografieren. Weil es nicht schön aussieht, zu braun. Es gibt den Begriff Food Porn. Alltagssprachlich wird er vor allem verwendet, um allgemein zu fotografieren und Teile von Foodbildern zu beschreiben. Der Begriff von Porn kommt tatsächlich von der Pornografie. Insofern eben auch das natürlich etwas ist, was sagen, all die ganzen sinnlichen, körperlichen Wahrnehmungen, oder, wo quasi Sexualität auszeichnet, in der Pornografie dadurch verloren gehen, dass sie natürlich in ein Bild übersetzt wird, oder? Und das ist so wie eine Metapher, die man dann auch quasi für den Food braucht, halt, weil eben da das auch einhergeht mit einem Verlust von Sinneswahrnehmung. Oder vielleicht muss man sagen, mit einer Verschiebung oder Neugewichtung von Sinneswahrnehmung. Unter dem Hashtag Foodporn findet man auf Instagram die verschiedensten Foodtrends. Die beeinflussen nicht nur, was wir essen, sondern auch, wie wir etwas anrichten oder fotografieren. Das bringt auch für die Industrie einen grossen Profit. Egal ob Detailhändler oder Kochmagazin. Alle probieren, die Trends möglichst früh zu erkennen und uns die passenden Produkte zuzuliefern. Wie sinnvoll so Foodtrends sind und ob wir unser Müsli wirklich mit Chiasamen aus Mexiko essen, das ist eine andere Frage. Also ich frage mich oft, wie es mit dem Instagram weiterläuft. Das macht mich auch nicht glücklich, weil es einfach eine Plattform ist von Oberflächlichkeit. Aber es ist auch bei vielen ein Job, wo sie halt gebucht werden. Und ich will mich auch wirklich nicht am Instagram messen. Ich habe andere Kanäle, wie eben all meine Sachen, Workshop, Blog, Homepage, wo die Leute wirklich so den Holistik-Gedanken bei mir sehen. Es wäre vielleicht schöner, wenn der Gast zuerst daran schmecken und sagen, das schmeckt fein, bevor er ein Foto macht. Weil, ja, sind wir ehrlich, wir machen jeden Tag, ich weiss nicht wie viele Fotos und schauen die nie mehr an. Die Zeit, wo man das macht, und will man vielleicht gescheiter geniessen mit dem, wo man essen geht. Und manchmal denke ich, musst du das auch einfach wieder bewusst erleben. Und das finde ich wichtig. Den Moment leben.
Es gibt hingegen auch Restaurants, die mit ihrer Marketingstrategie gezielt auf Instagram setzen. Sie richten nicht nur ihr Essen so an, dass es möglichst Instagrammable ist, sie gestalten ihr ganzes Lokal so, dass es zum Fotografieren und zum Sharen animiert. Jeder Post, in dem sie erwähnt werden, bringt ihnen mehr Bekanntheit und wiederum mehr Gäste ins Restaurant. Wenn ich jetzt einen Auftrag habe, dann schreibe ich sehr gerne über ein Restaurant schreiben, aber dann bin ich beruflich dort, dann weiss das auch mein Umfeld und sonst füttere ich das Essen nicht, weil es ist auch da, ich weiss langsam, wie sie gewisse Restaurants aussieht und das Licht ist nicht schön. Ich würde natürlich sagen, man genießt den Moment durch das, dass man sein Essen fotografiert auf andere Art und unter Umständen viel intensiver. Es ist vielleicht nicht eine Intensivierung vom Erlebnis Essen, aber es ist eine Intensivierung vom sozialen, kulturellen Erlebnis, das man hat in einem Restaurant. Der Geschmack ist das, was zuoberst oben steht beim Essen. Für mich ganz klar. Der Geschmack steht zuoberst oben. Das Aussehen kommt erst an zweiter Stelle. Ist sicher auch sehr wichtig, weil es ist ja der erste Eindruck, auch optisch. Aber schlussendlich, Geschmack vermittelt unter Umständen Kindheitserinnerungen, Emotionen, Sachen, die man war. Und wenn man jetzt das Gericht hat und man schmeckt dran und genießt und man hat das nachher gespeichert drin, sind sich das viel schönere Emotionen als einfach ein Bild. Seine Persönlichkeit über Essen zu definieren, ist in den letzten paar Jahren immer wichtiger geworden. Social Media und Food Trends tragen dazu bei, dass wir uns viel intensiver mit Essen auseinandersetzen. Das Bewusstsein führt einerseits zu einer viel höheren Wertschätzung von Essen, macht es andererseits aber auch nicht unbedingt einfacher, einen gesunden und unbeschwerten Umgang damit zu finden.